Medical Department of Humanities. Jetzt gehört das Schloss zur Universität, das ist das Hauptgebäude mit der Philosophischen Fakultät. Rechts daneben, die große Wiese, ist der Hofgarten. Wenn wir früher in Bonn politische Demonstrationen hatten, endeten auf der Hofgartenwiese. Die Menschen sammelten sich dort, um sich politische Reden anzuhören. Das haben Sie vielleicht früher auch schon mal im Fernsehen gesehen. The lawn on the left is the court garden. It is quite well known in Germany. When we had political demonstrations here in Bonn, they usually ended here on the lawn and people would gather and listen to political speeches. On the left you see the palace now. Links können Sie jetzt nochmal sehr schön das Schloss sehen. Und das beige Gebäude hier links neben uns ist das Akademische Kunstmuseum der Universität, gebaut nach Plänen von Karl Friedrich von Schinkel. The beige building left to us is the Academic Museum of Art, built by the famous Prussian architect Karl Friedrich von Schinkel. Jetzt in südlicher Richtung. Das ist die Hauptverbindung vom Zentrum zum ehemaligen Regierungsviertel. Vor der Ampel können Sie gleich links ein kleines rosa Haus sehen. 1820 wurde es gebaut. Das ist das Wohnhaus von Ernst Moritz Arndt. Der Nationaldichter lehrte an der Bonner Universität. On the left you see a small pink building. It was built in 1820. That is the home of Ernst Moritz Arndt. The national poet taught at Bonn University. Bonn University is very young. It was founded only in 1818 after the Prussians took over the Rhineland, and it was equipped with a lot of money. Many important professors taught here, and that was the Prince's University. All important aristocratic families sent their sons here to study. Die Bonner Universität ist sehr jung. Sie ist erst 1818 gegründet worden und von Anfang an mit viel Geld ausgestattet worden. Berühmte Professoren lehrten hier. Und nicht nur die Preußenprinzen, viele Prinzen aus dem Ausland auch und die Söhne aristokratischer Familien haben hier studiert. Schauen Sie auch ruhig in die Seitenstraßen rein. Auf dieser Straße hier haben wir nämlich auch einige moderne Bauten, das ist in den Seitenstraßen weniger. Please take a look into the streets going off to the sides. In this street we have a couple of modern buildings, but the side streets, they are mainly equipped with older buildings. Since the Second World War, this part of Bonn is the largest connected area with architecture of the late 19th century in all of West Germany. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Bonner Südstadt das größte zusammenhängende Viertel mit Gründerzeitarchitektur in Westdeutschland. Ja. Wohnplatz oder so hieß das, glaube ich.
Bundestag hat sich am meisten verändert seit dem Wechsel der Bundesregierung, weil dort besonders viele Botschaften und Diplomatenresidenzen waren. An der nächsten Kreuzung schauen Sie da bei den Ampeln bitte mal nach rechts. Sie gehören zur Telekom-Zentrale, auch hier rechts in dem weißen Gebäude. On one side of the street is the Telecom headquarters. I mean, straight through it. On the far left, there are some low beige buildings. One of them is the first seat of the Federal Ministry for Protection of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Schräg links in den beigen Gebäuden ist der erste Dienstsitz des Bundesministeriums für Umwelt, Bau, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Auch auf der linken Seite, etwas weiter vor uns, das kreuzförmige Gebäude, das ist der erste Dienstsitz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Also on the left, the cross-shaped building is the first seat of the Federal Ministry for Education and Research. We're now in Bad Godesberg. Now has been a trade route since Roman times. This used to be the connection from Xanten on the lower Rhine to Trier on the Mosel. Hinter den roten Ampeln sehen Sie ein gotisches Hochkreuz aus dem 13. Jahrhundert. Das ist allerdings eine Kopie. Man hat das Original ins LVR-Museum im Zentrum gebracht, damit es nicht weiter durch Umweltverschmutzung beschädigt wird. On the left, behind the traffic lights, you see a Gothic high cross from the 13th century. This is a copy, however. The original was brought to the LVR Museum in the center to prevent it from further damage through air pollution. Ach, hier. On the right, between the trees, you can see a small hill with a tower on top. That's Godesberg Hill with the tower of Godesberg Castle. And that's the northernmost castle on the Rhine. It's over 800 years old. Originally it was built to defend the country against invaders, but from up there you have a wonderful view over the Rhine Valley. So this has always been Ehepaar Clara und Robert Schumann im 19. Jahrhundert. And the old white building on the right with the pharmacy, that's where Clara and Robert Schumann lived in the 19th century. The composers have spent the last years of their lives in Bonn and they're buried there as well. Clara und Robert Schumann haben ihre letzten Lebensjahre in Bonn verbracht und sind auch in Bonn beerdigt. Restaurant. Und hier links vor uns haben wir jetzt schon das kurfürstliche Godesberg. Hier waren wir mal in so einer Kunstausstellung. Da war kein Mensch, da waren wir allein, weißt du noch? Das Ballhaus, hier vorne, genau. Das war lustig. Bis 1999 haben hier die Neujahrsempfänge stattgefunden, die Bundespräsidenten für das diplomatische Korps gegeben haben. The white and yellow building right is La Redoute. Ja. The ballhouse Max Franz built for the spa guests. And until 1999, the New Year's reception held by the presidents of the Republic for the diplomatic corps would take place here. The small beige building in front of us used to be the Archbishop's Theatre. Etwas vom Siebengebirge sehen, immer wieder. Und wir fahren jetzt durch das Villenviertel zum Rhein und schauen uns das näher an. Between the buildings, you will now
now and again catch a glimpse of one of the Seven Hills. We are making our way through the villa quarter now and then down to the Rhine so we can enjoy the view of the Seven Hills. Jetzt sind wir im Villenviertel, meist freistehende kleine Villen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Hier in dieser Gegend sind besonders viele Botschaften gewesen, aber diese Gegend ist natürlich nicht nur bei den Diplomaten beliebt, sondern auch heute noch. We're now in the Villa Quarter, with little villas from the late 19th and early 20th century. Many embassies used to be located here and diplomatic residences, but of course this area is not only popular amongst diplomats. Some people thought moved in 99 that their chance had come to buy a villa for less money, but that didn't happen. Real estate prices are very stable here and going uphill like everywhere else. Mancher Bonner hat auch darauf spekuliert, als die Regierung nach Berlin gezogen ist, dass man jetzt für weniger Geld an eine Villa kommt, aber das hat nicht geklappt. Die Immobilienpreise sind hier stetig nach oben gegangen, wie überall sonst auch. Schade. Das ist der große Hügel neben uns mit dem großen beigen Gebäude darauf. Der Petersberg ist Ihnen bestimmt auch bekannt. Das Gebäude da oben war Gästehaus der Bundesregierung. Jetzt ist es ein Luxushotel, aber auch immer noch manchmal Gästehaus. Manchmal haben wir noch Staatsgäste hier, zum Beispiel letztes Jahr zum Staatsakt für Hans-Dietrich Genscher. Auch die Afghanistan-Konferenzen haben alle dort stattgefunden. Settlements from the 50s and 60s which were built for these new citizens of Bonn. Auch in den 50er und 60er Jahren ist Bonn sehr stark gewachsen. Damals sind viele Menschen hierher gezogen, um in einem der vielen Ministerien zu arbeiten. Hier in dieser Straße sehen Sie verschiedene kleine Siedlungen aus den 50ern und 60ern, die von den Bonner Bürgern gebaut worden. Wenn wir gleich an den Bäumen vorbeigefahren sind, könnten Sie rechts den Rest gesehen. Auf der anderen Rheinseite, näher an der Brücke, sehen Sie einen Gebäudekomplex, das ist der Bonner Bogen. Guck mal, das ist gefroren. Ein Sternehotel in dem gebogenen Gebäude und Bürogebäude haben sich dort in den letzten Jahren gebildet. The buildings on the other side of the river, closer to the bridge, that's the Bonn Bow. The bow-shaped building is a 5-star hotel. The other buildings are office buildings. It's mostly IT and headquarters. Over 6,000 people are working here. Hier links vor uns haben wir eine weitere Telekom-Zentrale, früher die T-Mobile-Zentrale. 6.000 Menschen arbeiten hier.
the Federal District, and the far right you see the silhouette of Bonn. Hier rechts sehen Sie jetzt das Regierungsviertel, ganz rechts sehen Sie die Silhouette der Innenstadt. Und als nächstes fahren wir jetzt zum Regierungsviertel. Going to the Federal District now. Guck mal. Hier finden viele Veranstaltungen statt. Deutschlands größter Flohmarkt vom März bis Oktober. Viele Sport- und Konzertveranstaltungen, unsere Open-Air-Konzerte alle. We're passing Bonn's largest park, Rheinauen Park. A lot of events take place here. Germany's largest flea market in October, and many sports events and concerts. All our open-air concerts happen here in the park. When you look at the former office building for the MPs, you can now recognize the seal of the United Nations quite well. Wenn Sie jetzt das ehemalige Abgeordnetenhochhaus anschauen, können Sie oben am Dach sehr gut das Siegel der Vereinten Nationen erkennen. Hier direkt vor uns kommen wir am Posttower vorbei. Der ist gebaut vom deutschen Architekten Helmut Jahn. Er hat in Berlin zum Beispiel am Potsdamer Platz das Sony Center gebaut oder weniger aktuell den Frankfurter Messeturm, kennt man noch von ihm. The Post Tower, which we've just passed, was designed by the German architect Helmut Jahn. He's also designed the Sony Center on the Potsdam Square in Berlin. Zwischen den Hochhäusern sehen Sie ein niedriges weißes Gebäude, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben. Das war der Schürmannbau. Nein, es ist der Schürmannbau. Aber der war in den Schlagzeilen. Im Rohbau geriet er ins Rheinhochwasser und dadurch wurde die Fertigstellung viel teurer. Man wusste aber schon, dass der ursprüngliche Zweck sich erledigt hatte. Es sollten Büros werden für die Bundesregierung, aber die würde nach Berlin gehen. So lange war es gar nicht klar, ob fertig gebaut wird. Sie sehen, es ist fertiggestellt worden. Man hat das Haus nicht ganz so hoch gebaut wie ursprünglich geplant. Dort ist jetzt der Sitz der Deutschen Welle, der Auslandssender der Bundesrepublik. The low white building between the high rises is the seat of the Deutsche Welle, the foreign broadcasting station of the Federal Republic. A scandal, the building scandal, was attached to it. Everybody read or heard about 20 years ago. When the building was started, it drowned in the floods of the Rhine. It was meant to be office space for the MPs, but they didn't need it because they went to Berlin. And for a while it wasn't clear whether the building's now. In a couple of minutes we'll see the new plenary hall, and while that was in construction, Parliament needed somewhere else to meet. That was found just nearby on the left in the beige building. That's the old waterworks. Here Parliament met until 1992. Hier links kommen wir jetzt am alten Wasserwerk vorbei. Hier tagte das Parlament, bis der neue Plenarsaal in Betrieb genommen wurde, 1992. Hier kommen wir jetzt an einem der Eingänge vorbei. We're just passing one of the entrances. The new plenary hall is right behind it. The part of the building we see now used to contain the offices of the President of Parliament and his staff. The plenary hall itself is a bit further away from the street. Und hier links haben wir jetzt den neuen Plenarsaal. Der Teil des Gebäudes, der näher an der Straße liegt, beheimatete die Büros des Bundestagspräsidenten und seiner Mitarbeiter. Der eigentliche Plenarsaal, an dem fahren wir jetzt vorbei, der liegt etwas zurück von der Straße. Das Ganze wurde gebaut von dem deutschen Architekten
Günther Behnisch. Sowohl das alte Wasserwerk als auch der neue Plenarsaal werden seit dem Wegzug der Bundesregierung zu Kongresszwecken genutzt. The new plenary hall was designed by the German architect Günther Behnisch, and since the government moved to Berlin in 1999, both old waterworks and new plenary hall have been used for Congress purposes. This is the Federal Building, the black and white part of the house. That's where the parliament of the 16 individual countries which form Germany used to meet, and that part is still being used by politics. The white part of the building is now being let to various companies whose flags are waving in front of the building. Hinter uns das Gebäude, das ist schwarz-weiße, ist das Bundeshaus. Der schwarz-weiße Teil des Hauses, darin tagte der Bundesrat, und das wird auch jetzt noch von der Politik genutzt, zum Beispiel für Ausschnitte an verschiedene Firmen, deren Fahnen wir dort wehen sehen. Direkt dahinter kommt ein niedriges dreieckiges Dach heraus. Das ist der Haupteingang des neuen Plenarsaals. Dahinter, das schneeweiße Gebäude, ist das alte Abgeordnetenhochhaus. Man hat es renoviert und zum Niedrigenergiehaus ausgebaut, und dort ist jetzt der Sitz des bekanntesten Bonner UNO-Institutes, das Sekretariat der Klimarahmenkonvention. Das sind die mit dem Kyoto-Protokoll, die sich bemühen, weltweit die Schadstoffausstoßung zu begrenzen. Behind the Federal Building, there's a low triangular roof coming out. That's the main entrance to the new plenary hall. The bright white building behind it is the old office building for the MPs. It has been refurbished and turned into a low-energy building, and that is now the main seat of the most well-known UN institution we have here in Bonn, the United Nations Secretariat of the Framework Convention on Climate Change. Those are the ones with the Kyoto Protocol who try to reduce air pollution worldwide. If you don't sit too close to me in the front, you can see a low glass building with a grass roof opposite the triangular roof. That's the new Congress Hall, which was necessary for the large UN Congresses. If you can't see it, it looks pretty much like the ground floor of the hotel next to us. Konrad Adenauer. The first Chancellor used to work in the old Chancellery. That's the large white building you see on the right. It was built in the late 19th century, Palais Schaumburg. It used to be the home of the Prince of Schaumburg-Lippe. Es gehörte dem Prinzen zu Schaumburg-Lippe.